Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zum neuesten Film. Der Sven aus dem Schachdorf Borstendorf hat mich eingeladen zu einer Fahrt ins Blaue und gelandet sind wir, ihr seht's, hier oben auf dem Dach des Erzgebirges und ich kann euch sagen, das ist wirklich eine geniale Tour und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und dann später beim Selbstausprobieren. Das romantisch gelegene Großrückerswalde in unmittelbarer Nähe der alten und bereits im Mittelalter gezielt quasi am Reißbrett angelegten Bergstadt Marienberg soll Startpunkt für diese reichlich 10 Kilometer lange Rundtour sein. Als empfehlenswerten Ausgangspunkt bietet sich der Parkplatz an der Wolkensteiner Straße förmlich an. Von hier laufen wir ganz entspannt besagte Wolkensteiner Straße ca. 70 Meter nach unten zur Marienberger Straße, welche wir überqueren, treffen auf die ersten Hinweisschilder und gehen mit gelb markiert über diese schönen Felder in Richtung Kärmerhöhe hoch. Natürlich ist es eine Steigung, aber so schlimm, dass es nicht zu schaffen wäre, zumal der Weg über diese Feldwege sehr entspannend ist und bereits erste schöne Rückblicke auf Großrückerswalde parat hält, ist es dann auch nicht. Richten wir den Blick nach vorn, erspähen wir unser erstes Zwischenziel, besagte Kärmerhöhe, welcher wir bereits ziemlich nahe gekommen sind. Also weiter geht's. Oben angekommen hätten wir theoretisch eine erste Rastmöglichkeit. Aber wir sind ja erst einen knappen 1,5 Kilometer gelaufen. Deshalb zum Überblick der Wegweiser studiert, denn hier werden noch weitere interessante Ziele angezeigt, orientieren wir uns für heute zunächst Richtung Oberdorf. Doch halt mal, dumm wäre es jetzt sofort weiterzugehen. Selbstverständlich genießen wir diese liebliche Aussicht von dieser ersten Anhöhe, welche auf uns gewartet hat. Im weiteren Verlauf nutzen wir diesen merkwürdig geschlängelten Feldweg weiterhin moderat aufwärts. Diese Wegführung über Wiesen und Felder, zumal gespickt mit immer neuen und herrlichen Landschaftsbildern, muss eigentlich nicht kommentiert werden. Sven und ich waren der festen Überzeugung, hier findet garantiert wirklich jeder Spaß und Freude am Wandern. Deshalb genießt diese wunderbaren Impressionen und Panoramabilder in alle Richtungen unseres Erzgebirges. Zumal selbst die Pferde, welche dieses Bild jeden Tag aufs Neue geboten bekommen, offensichtlich davon ebenfalls angetan sind. Der Hingucker für meinen Geschmack schlechthin ist der Pöhlberg bei Annaberg. Aber alles, was sich darüber hinaus zeigt, ist eine einzige Augenweide. Oder wie empfindet ihr es? Auch wenn oder gerade weil es jede Menge Möglichkeiten zum Abbiegen und Kombinieren zu anderen interessanten Touren gibt, könnt ihr euch die GPS-Daten wie immer unter den Links in der Beschreibung des Videos downloaden. Quietsch, vergnügt und gut gelaunt und eigentlich jetzt schon gesättigt von den tollen Bildern bis hierher, erreichen wir an dieser Kreuzung mit Schutzhütte ein richtig kleines Plateau. Den ersten in vielerlei Hinsicht Höhepunkt unserer heutigen reichlich 10 Kilometer langen Tour. Höhepunkt, richtig, zum einen erreichen wir hier oben reichlich 700 Meter, der höchste Punkt für heute also. Zum anderen, sagt selbst, ist es hier oben nicht wie im Kino mit herrlichen Rundblicken, unter anderem über den tschechischen Haßberg,
zum Dach des Erzgebirges mit Klinowetz und Fichtelberg, dem so markanten Pöhlberg, dem etwas versteckten Bärenstein bis hinüber Richtung Wolkenstein. Genießen, innehalten und staunen, mehr muss man hier nicht. Aber was soll's, irgendwann müssen wir uns erneut aufraffen, zumal auch in der Folge die Aussichten wunderschön bleiben. Und es war ja von Höhepunkten die Rede. Bleibt gespannt, was noch auf uns wartet. Zunächst sind es 200 Meter Asphalt, auf der zum Glück Großrückerswalde uns mit verträumten Anblicken den Weg versüßt. Und ich hoffe, die Fußgeschädigten unter euch schaffen diesen Abschnitt derart abgelenkt ebenfalls ohne Probleme zu bekommen. Wie angekündigt dürfen wir nach rechts mit grüner Markierung in einen erneuten Feldweg abbiegen, werden dabei mit größtem Interesse von einigen Einheimischen skeptisch und neugierig beobachtet, bis diese sich offensichtlich ihren Teil denken und sich ums Wesentliche kümmern. Unser Wesentliches jedoch bleiben wie versprochen erneut bezaubernde Aussichten, diesmal in grob Richtung Tschopautal und darüber hinweg. Auch euch gelüstet es nach Picknick? Kann ich voll verstehen. Und hier vorn, gut behütet mit erneuten Logenplatz à la Theater, finden wir das passende Plätzchen dafür. Lasst es euch schmecken und genießt die Bilder. Gesättigt machen wir uns erneut auf den Weg. Schaut euch um. Ich denke, ich muss hier wirklich nichts kommentieren. Die Bilder unseres Erzgebirges sprechen für sich. Ihr seid noch da und habt euch in der traumvollen Landschaft noch nicht verloren? Na gut, ihr seht es und es war logischerweise nicht zu vermeiden. Die Zivilisation hat uns nach etwa 6,5 Kilometern wieder, nämlich die Marienberger Straße. Den Vorteil dieser Zivilisation kennt ihr sicher alle und wisst es zu schätzen. Es sind zu unserem Glück und Genuss Gaststätten bereits erfunden, und hier treffen wir auf den Landgasthof Wemmer. Keine Sorge, ich bekomme keine Provision, aber wer hier einkehrt, der macht definitiv keinen Fehler. Für meinen Geschmack handelt es sich hier um eins der gediegensten Lokale im mittleren Erzgebirge. Ihr habt genug geschaut und vielleicht sogar geschmaust? Gut. Nach dem kulinarischen wartet ein weiterer Höhepunkt historischer Natur auf uns, und den wollt ihr sicher nicht verpassen, oder? Dazu müssen wir, ihr habt das Schild sicher längst entdeckt, lediglich 500 Meter nach unten laufen. Wehrkirche Großrückerswalde heißt das Zauberwort. Weit ist so ein halber Kilometer, zumal bergab bekanntlich nicht, und so schaut dieses Kleinod bald zwischen den Bäumen hindurch. Näher gekommen strahlt dieses altehrwürdige Bauwerk seinen ganzen Charme und Glanz aus. Beginnend mit der Umfassungsmauer aus Naturstein sowie seine für Wehrkirchen typische Architektur. Jetzt bleibt nur eins: Daumen drücken, dass die Kirche nicht wieder geschlossen ist, wie so viele andere zuvor. Und siehe, Wünschen hilft tatsächlich manchmal, und wir stehen in diesem phänomenalen Bau. Zu erzählen gibt es sehr vieles über diese Bauwerke, und grundsätzlich braucht es dafür einen ganz eigenen Film. Deshalb nur so viel in der Kürze. Die Ursprünge dieses sakralen Gebäudes sollen aus dem 12. Jahrhundert stammen, aus der Zeit der Besiedlung des Erzgebirges. Zwischen 1457 und 1460 soll dann der Notwendigkeit, sprich den zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen gehorchend, dieser ganz spezielle Anbau hinzugefügt worden sein, nämlich ein Wehrgeschoss in Blockbauweise, mutmaßlich als Notspeicher und selbstverständlich zum Schutz der Dorfbewohner.
Unter Fachleuten wurde und wird heftig über die Bezeichnung gestritten. Ob Wehrkirche, Wehrgangkirche oder wie auch immer die richtige Bezeichnung ist. Uns soll das nicht weiter stören. Genießen wir eins der wenigen im Erzgebirge erhaltenen Exemplare und vielleicht erinnert ihr euch daran, in Mittelseida durften wir bereits schon einmal so einen Prachtbau bewundern. Nach dieser geballten Ladung in Sachen Kultur, gemixt mit Geschichte, wäre es doch nunmehr Zeit zum Entspannen fürs überreizte Gemüt. Also stapfen wir den Richterweg hinaus, lassen die Garagen links liegen und bekommen unseren Wunsch erfüllt in Form dieser Felder und Wiesen, gemixt mit neuerlichen, lieblichen Ausblicken zwischendurch. Irgendwann verschwinden hier hinten zwar die Fernsichten, dafür stoßen wir auf etwas anderes, nämlich die Schilder für den Fernwanderweg E3, der einst angelegt als Weg der Freundschaft von der Wartburg bei Eisenach bis hinauf auf die Burg von Budapest. Inzwischen wurde diese Trasse verlängert und führt neuerdings vom spanischen Santiago de Compostela bis ans Schwarze Meer. Ihr erinnert euch, ich sprach von Höhepunkten in der Mehrzahl. Diese Fischteiche erreicht, deren es hier 4 gibt, sind für mich der Höhepunkt in Sachen Entspannung auf dieser an Reizen reichen und überladenen Tour. Sitzen, träumen und die zauberhafte Natur genießen. Herz, was willst du mehr? Gut zu sehen geht es entspannend weiter durch diese Wiesen, welche das Gemüt friedlich stimmen, beziehungsweise vorbei am Fichtenbach. Und man darf staunen, da einst gab es hier sogar eine Bademöglichkeit. Aber das ist inzwischen wohl, wie das Schild besagt, nur noch auf eigene Gefahr möglich. Tja, irgendwann ist es mit jedem Paradies vorbei, in unserem konkreten Fall mit Natur pur, denn wir stoßen auf die Wolkensteiner Straße. Dieser folgen wir, siehe Schild und gelbe Markierung, nach links bis zum Ortsrand. Aber keine Sorge, der Verkehr ist hier sehr begrenzt. Zudem wartet mit dem Hofteich ein weiterer kleiner und friedlicher Garten Eden für alle Freunde der Natur auf uns. Mit dieser neuerlichen vollen Dröhnung an Naturschönheit sind die verbleibenden 500 bis 600 Meter unter anderem vorbei an den Neubaublöcken und dem Sportplatz kein Problem mehr und so erreichen wir schließlich wieder unseren Parkplatz.